Seit über einem Jahr hat Corona Deutschland im Würgegriff. Über 75.000 Menschen sind seitdem an oder mit dem Virus gestorben. Vor allem ältere Menschen sterben auf den Intensivstationen, einsam und leise. Auf den Straßen ist es aber laut. Demonstranten fordern ihre Freiheiten zurück. Alles Panikmache, Lügen, rufen sie. Was ich euch sagen werde, ist ein Schock. Es gibt keine Viren. Viren sind eine wissenschaftliche Erfindung. Leute, es gibt keine Pandemien. Das ganze Ding ist ein einziges Lügengebäude. Wie konnte es so weit kommen? Gemeinsam suchen wir nach Antworten. Fest steht, laut einer repräsentativen Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung hält jeder 5. Deutsche die Corona-Krise für einen Vorwand der Politik, um die Freiheitsrechte einzuschränken. Bereits vor der Pandemie glaubte jeder 3. Deutsche an geheime Mächte, die die Welt steuern. Ich finde das erschreckend und ich finde es noch erschreckender, dass der Glaube an Verschwörungsmythen keine Sache von Esoterikern und Rechtsextremen ist, sondern mitten in der Gesellschaft angekommen ist. Und ich frage mich, wie konnte es so weit kommen? Wenn man sich in diesem Umfeld bewegt, wird man so dermaßen überflutet mit Desinformation, dass man teilweise gar nicht mehr in der Lage ist, richtig und falsch zu unterscheiden. Wir treffen auf Impfgegner, Querdenker und Verschwörungserzähler. Es gelingt uns, in ihre Welt einzutauchen. Nehmen Sie doch die Maske ab. Das Schild da draußen haben wir doch nur zur Tarnung, falls die Polizei mal hier reinkommt. Ein halbes Jahr recherchieren wir gemeinsam, um herauszufinden, wie gerät man ins Netz der Verschwörer. Es ist Anfang November 2020, als ich im Netz auf Malin Singh stoße. Sie organisiert zusammen mit ihrem Lebensgefährten Joel Ruh die Proteste der Frankfurter Querdenker-Szene. Wir wollen eine Regierung, die die Finger von Ermächtigungsgesetzen und Notstandsparlamenten lässt. Als hätte uns die Geschichte nicht eines Besseren belehrt. Wir wollen Medien, die nicht den Interessen ihrer Geldgeber folgen, sondern eine wahrheitsgemäße Berichterstattung abliefern. Notstandsgesetze, korrupte Medien? Wie kommt sie darauf, will ich wissen. Malin lädt mich ein, sie bei einer Querdenker-Demo in Frankfurt zu begleiten. Kurz darauf bekomme ich von ihr eine Nachricht. Ich dürfe in meinem Film Begriffe wie Corona-Leugner oder Impfgegner nicht benutzen, schreibt sie. Und die Liste, die ist noch länger. Auch Begriffe wie Verschwörungstheoretiker, Aluhut oder Schwurbler, die seien Diffamierungsbegriffe, schreibt sie mir, und dürfen nicht benutzt werden. Das wäre ein Eingriff in die Pressefreiheit, mache ich Malin deutlich. Das akzeptiert sie schließlich. Eine Woche später treffe ich mich mit Malin Singh kurz vor Demobeginn. Sie wird von 2 Polizisten angesprochen, weil sie keinen Mund-Nasenschutz aufhat. Sie habe ein Maskenattest, das sie vom Tragen befreie, erklärt sie den Beamten und zeigt es ihnen digital auf ihrem Smartphone. Wie kommt sie zu so einem Attest? Braucht sie es tatsächlich oder ist es nur ein Fake, will ich von ihr wissen. Eine Antwort bekomme ich nicht. Das Attest habe sie wegen Kurzatmigkeit bekommen, behauptet sie später. Auf der Demo kursieren jede Menge Verschwörungsmythen. Zum Beispiel die Geschichte von einem geheimen Plan mächtiger Eliten, die die Weltherrschaft übernehmen wollen. Das halte ich schon für glaubwürdig. Ja, also es nennt sich ja Great Reset. Das ist eine Sonderveranstaltung des World Economic Forums gewesen. Und die sprechen dort ganz offen darüber, dass diese Krise eben zum Herunterfahren der Wirtschaft genutzt werden soll. Dieses Wirtschaftssystem ist einfach nicht mehr dauerhaft das, was es mal war. Es braucht immer schwierige Situationen und viel Leid, wie zum Beispiel Kriege, damit die Wirtschaft gut angekurbelt wird. Welche Leute sind das, die Interesse daran haben, aus Ihrer Sicht? Die Finanzelite ganz allgemein. Also nicht die Politiker? Nein, das sind die Industrieinteressen dahinter. Die Politiker sehe ich persönlich in diesem Fall nur als Marionetten. Great Reset, zu Deutsch der große Neustart, ist eine der momentan bekanntesten Verschwörungsmythen. Was es damit genau auf sich hat, werde ich später noch erfahren.
Marlin ist mittlerweile an der Spitze des Demozugs angelangt. Ich habe den Eindruck, dass sie sich wohlfühlt in der Rolle der Demonstrantin und Organisatorin. Sie macht Selfies, so als sei sie auf einer großen Party. Doch das hier ist keine Party. Im Gegenteil. Immer wieder wird der Demozug von Gegendemonstranten aufgehalten. Und die lassen sich trotz Wasserwerfereinsatz nicht von ihren Blockaden abbringen. Am Ende werden der Querdenker-Protestmarsch und auch die Abschlusskundgebung wegen Verstößen gegen die Abstands- und Maskenpflicht aufgelöst. Marlin ist sauer. Wenn die Leute nicht mal mehr protestieren dürfen, was meinen Sie, was passiert? Sagen Sie es mir? Unschöne Dinge. Bürgerkriege. Bürgerkriege? Ich habe das Gefühl, Marlin und ich leben in völlig verschiedenen Welten. Ich möchte ihre Welt dennoch näher kennenlernen. Wir beschließen, uns in einer Woche noch einmal zu treffen. Marlin ist ja nicht die einzige Pandemieleugnerin. Tausende gehen seit einem Jahr auf die Straße, weil sie die Pandemie für eine Lüge halten und die Regierung für eine Diktatur. Schon vor der Krise glaubt jeder Dritte an Verschwörungstheorien, so eine Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung. Die Politikwissenschaftlerin Katharina Nokun hat sich intensiv mit dem Thema befasst. Für sie ist klar, die Pandemie gibt den Thesen Aufwind. Untersuchungen deuten darauf hin, dass Menschen gerade in Situationen, in denen sie einen Kontrollverlust verspüren, eher anfällig für solche Narrative sind. Das heißt, gerade wenn wir das Gefühl haben, einem wird sozusagen der Boden unter den Füßen weggerissen. Gerade dann können solche Geschichten Halt geben, denn sie versprechen, es gibt einen Plan. Ja, und wenn du mitmachst und daran glaubst, dann kennst du den Plan. Dann kannst du dagegen arbeiten. Solche Narrative können dazu führen, dass Gruppen sich sehr schnell, sehr stark radikalisieren. Das zeigt sich vor allem beim Thema Impfen. In diesem Umfeld sind Verschwörungsthesen schon länger verbreitet. Jetzt sind die sozialen Netze voll davon. Es wird vor angeblichen Risiken der Impfung gegen Covid-19 gewarnt, lange bevor es sie überhaupt gab. Doch nicht nur im Netz, auch ganz real werden diese Thesen an Stammtischen verbreitet. Um zu erfahren, wer auf solche Treffen geht, melde ich mich für einen Impfkritiker-Stammtisch an, unter falscher Identität. Ja, also das hat geklappt. Ich wurde eingeladen zu einem Stammtisch für impfkritische Eltern. Und das findet in einem Restaurant heute Abend statt. Und das Stichwort ist Tisch von Frau. Wir sollen bitte nichts zum Thema Impfen sagen. Gemeinsam mit einem Teamkollegen bereite ich mich auf das Treffen vor. Kurz davor werden wir zunehmend nervöser. Wird die Technik mitmachen? Werden wir auffliegen? Wir wappnen uns für mögliche Smalltalks. Wir wohnen auch in Bornheim, in der Bornheimer Landstraße. Und das ist da, Gott, wie heißt die Straße da nochmal? Aber da beim Güntersburg-Park, da auf der Höhe. Am Tisch sitzen 20 Leute. So viele hatten wir nicht erwartet. Die Organisatorin heißt Jamila P. Sie bezeichnet sich als Gesundheits- und Lebensberaterin, warnt vor den angeblichen Impfgefahren und empfiehlt, sich falsche Atteste ausstellen zu lassen. Wenn man betrogen wird, muss man zurückbetrügen. Tut mir leid. Anders geht es nicht. Ihr müsst euren Arzt verpflichten, zu unterschreiben, was wir herausgefunden haben. Nämlich, dass in der Impfung gefährliche Stoffe sind. Quecksilber, Aluminium. Darüber hinaus dann noch die Nanopartikel mit 5G. Damit meint sie, dass uns durch die Impfung 5G-Chips unter die Haut gepflanzt werden. Die Gäste nicken und machen sich noch Notizen. Darunter Mütter, ein Heilpraktiker und eine Grundschullehrerin. Sie hält nichts von Corona-Hygieneregeln. Bei mir in der Klasse müssen die Kinder keinen Abstand halten. Wir tanzen und singen auch. Wenn der Direktor kommt, sage ich, es sei rhythmisches Sprechen. Für eine Grundschullehrerin ist das fahrlässig. Immerhin trägt sie die Verantwortung für die Kinder und die Gesundheit ihrer Eltern. Jamila P. legt noch nach. Wir müssen uns wehren gegen das Regime. Neulich hat mich ein Arzt gefragt, Jamila, was soll ich machen? Die wollen alle ein Zertifikat, damit sie keine Maske tragen müssen. Aber wenn ich zu viele Atteste ausstelle, dann werde ich noch erwischt. Ärzte, die Atteste gegen das Tragen von Masken ausstellen, das höre ich nicht zum ersten Mal. Später werde ich genau auf einen solchen Arzt treffen. Aber halten die Gäste hier Corona etwa nicht für eine gefährliche Krankheit? Jamila P. hat eine eigene Sicht der Dinge. Was ich euch sagen werde, ist ein Schock. Es gibt keine Viren. Viren sind eine wissenschaftliche Erfindung.
Nachzulesen sei das alles in dieser Zeitschrift, sagt sie und teilt dazu das Vitalkostmagazin Die Wurzel aus. Doch damit nicht genug. Für Jamila P. ist offenbar auch Krebs in Wirklichkeit keine gefährliche Krankheit. Krebs ist ein Selbstheilungsprozess. Selbst Babys machen schon einen Mini-Lungenkrebs im Mutterleib durch. Es wird ja verbreitet, dass Menschen an Krebs sterben. Aber das stimmt nicht. Sie sterben an der Chemotherapie. 95% der Krebspatienten sterben so. Wir haben genug gehört. Was hier verbreitet wird, entbehrt jeder wissenschaftlichen Grundlage. Zurück im Sender schauen wir uns die Aufnahmen nochmal an. Viren als wissenschaftliche Erfindung, Krebs als Selbstheilungsprozess und 5G-Chips im Impfstoff, die Bill Gates heimlich in den Impfstoff setzen wolle, um die Menschen zu kontrollieren. Jamila P. und ihre Gäste scheinen von solchen Geschichten vollkommen überzeugt zu sein. Dabei sind die Thesen, die Jamila P. verbreitet, sehr gefährlich. Der Krebs als Selbstheilungsprozess stammt unter anderem vom inzwischen verstorbenen Wunderheiler Rieke Gerdhamer. Er hielt die Chemotherapie für eine Erfindung der Juden, saß mehrfach im Gefängnis wegen Betrugs. Gerichtlich belegt sind 80 Todesfälle in Deutschland und Österreich, die in Verbindung mit seiner neuen germanischen Medizin stehen. Die Dunkelziffer ist weit höher. Doch wer ist diese Jamila P. und warum verbreitet sie diese Thesen? Die 76-Jährige spricht auf YouTube zu Themen wie Partnerschaft und Selbstbestimmung oder über ihr Buch AIDS, ein Märchen der Wissenschaft. Auf meine Interviewanfrage bietet sie mir an, dass wir uns gegenseitig interviewen. Als ich zustimme, macht sie einen Rückzieher. Meine schriftlichen Anfragen beantwortet sie und bestätigt, dass sie die Krebstheorien von Hamer für gut und richtig hält. Die Chemotherapie und vielerlei aus der Schulmedizin sind gefährlich. Die jüngere Generation kann das nicht wissen, denn alles, was Big Pharma nicht hilft, wurde gestrichen. Mir, einer 76-Jährige mit über 40 Jahren Erfahrung, die Hunderte von Büchern mit solchen Themen gelesen hat, können sie mit Sicherheit nichts mehr erzählen. Dass Hamer im Gefängnis war, sei für sie ein Gütezeichen. Dass er ein Antisemit war, für sie lediglich eine persönliche Ansicht. Zum Thema Impfen schreibt sie: Covid-19-Impfstoffe sind Massenvernichtungswaffen und könnten die menschliche Rasse auslöschen. Nur über meine Leiche könnte man bei mir Tests und erst recht eine Impfung durchführen. Eine ähnlich gefährliche Haltung hat auch der Sinsheimer HNO-Arzt Bodo Schiffmann, einer der bekanntesten Pandemieleugner und eifriger Redner auf Querdenker-Demos. Gern zeigt sich Schiffmann im Netz auch mit AfD-Politikern wie Markus Bayerbach. Mittlerweile wurde Schiffmanns Praxis von der Polizei durchsucht, weil er massenhaft falsche Maskenatteste ausgestellt haben soll. Populär wurde Schiffmann vor allem mit solchen Posts. Kinder sterben, weil sie Masken tragen gegen eine Erkrankung, die es nicht gibt. Bei meiner Recherche finde ich auch ein Video. Geradezu professionell verbreiten Maskengegner darin Angst und Schrecken. Lisa hat in der Schule gesagt, ich habe Kopfweh. Mir ist schwindelig. Die Lehrerin sagte, du musst die Maske aufbehalten, sonst sterben deine Großeltern. Jetzt ist Lisa tot, weil sie die Maske aufbehalten hat. Kinder sterben an Masken, ein Gerücht, das sich bis heute hält. Beweise dafür gibt es nicht. Auch nicht im Fall des Mädchens aus Baden-Württemberg. Die 13-jährige Schülerin war im September 2020 in einem Bus zusammengebrochen und gestorben. Die AfD-Bundestagsabgeordnete Birgit Marsack-Winkemann postete die Nachricht auf Facebook mit der Frage, ob das Kind nicht durch das Tragen der Maske gestorben sei. Das Gerücht wurde von Verschwörungserzählern massenhaft geteilt. Dass das Mädchen nicht durch die Maske starb, wie die Obduktion ergab, verschwiegen die Corona-Leugner, teilten die Falschmeldung munter weiter und schürten damit Hass gegen Politiker. Hallo, ich bin Aische Mehren, Heilpraktikerin. Heute hat sich bestätigt, dass das 3. Kind mit Maske gestorben ist. Angela Merkel, Jens Spahn, Söder, Laschet und wer auch immer. Wir kennen sie. Sie sind bereit, für ihre Agenda Menschen zu opfern. Sie sind kalt, sie sind Herz, sie sind seelenlos. Das sind keine Menschen. Das sind Unmenschen. Spätestens jetzt wisst ihr es. Ihr könnt euch nicht mehr ausruhen. Eines Tages werdet ihr euch dafür vor Gott verantworten müssen. Welches Interesse verfolgen solche Menschen?
Wir verabreden uns mit Sozialpsychologin Pia Lamberti zu einem Interview. Sie sagt, für diese Personen spiele es überhaupt keine Rolle, ob die Informationen, die sie verbreiteten, wahr oder falsch seien. Im Gegenteil. Es sei Teil des Konzepts, eine Art Kampfmittel. Ich kämpfe ja gegen das scheinbar Böse und da ist mir jedes Mittel recht, auch die Lüge. Und ich glaube, gerade die ja so, ich würde sagen, Strategen dahinter sind, die wissen ja, es ist vollkommen egal, ob das stimmt oder nicht. Wenn das einmal in der Welt ist, werden Leute anfangen, es zu glauben und die es nicht glauben, werden dann dagegen argumentieren und dem Ganzen so vielleicht auch nochmal Aufwind geben. Aber es ist in der Welt als Punkt und man versucht sich dazu zu verhalten. Besondere Glaubwürdigkeit genießen Ärzte. Wenn sie Falschaussagen verbreiten, wird es besonders gefährlich. So wie im Fall von Manfred T. aus Südhessen. Auf seiner Webseite spricht der Arzt von einer inszenierten Corona-Pandemie und verlinkt zu verschiedenen Videos bekannter Verschwörungserzähler. Gehört er zu den Ärzten, die falsche Atteste schreiben? Das will ich mit einem Selbstversuch herausfinden. Auf dem Weg dahin bekomme ich jedoch kalte Füße. Wir möchten uns informieren, ob bei uns vielleicht eine Maskenbefreiung gibt. Das heißt aber auch, dass wir im Zweifel da unsere Masken selber ausziehen müssen. Und wer weiß, was da für Leute in der Praxis sitzen. Wenn da viele Corona-Leugner sich aufhalten, das kann ja sein, dann setzt man sich natürlich auch einem gewissen Risiko aus. Ich weiß selber noch nicht so richtig, was ich davon halten soll, ob ich das gut finde oder nicht. Aber ja, um authentisch rüberzukommen, werden wir dann wohl auch unsere Masken absetzen müssen. Hier ist es jetzt links. Hier ist es links, okay. Ich entscheide mich dafür, beschließe aber, mich anschließend testen zu lassen. Einen Termin haben wir nicht. Von außen ist die Praxis mit Aufklebern übersät, gegen Bill Gates, Atomkraft und gegen Impfungen. Drinnen ist es voll. Während ich warte, entdecke ich diesen QR-Code. Doch dann sagt die Sprechstundenhilfe, mit einem spontanen Termin sehe es erstmal schlecht aus. Sofort haben wir einen Termin jetzt nicht bekommen. Sie sagt ja, bis 13 Uhr würde uns anrufen, wenn wir irgendwie da noch reinkommen. Aber sie hat ja ganz deutlich signalisiert, dass man da definitiv richtig ist, um das Problem mit den Masken gelöst zu bekommen. Während wir warten, recherchiere ich, wohin mich der QR-Code führt und gelange auf die Webseite der Express-Zeitung, die auf den ersten Blick wie eine ganz normale Zeitung aussieht, aber der Inhalt zeigt, es handelt sich um eine fragwürdige Quelle, rechtsesoterische Stimmungsmache und professionell kreierte Falschnachrichten. Corona-Hysterie ohne Beweise. Nach 3 Stunden Warten geben wir die Hoffnung schließlich auf und machen uns auf den Heimweg. Dann klingelt das Telefon. Können wir kommen? Dann kommen wir sofort zurück. Okay, danke schön. Bis gleich, tschüss. In der Arztpraxis begrüßt uns Dr. Manfred T. direkt mit einem Handschlag. Nehmen Sie die Maske bloß ab. Dürfen wir die echt abnehmen? Hatten Sie die ganze Zeit im Wartezimmer auf? Im Ernst? Das Schild da draußen haben wir doch bloß zur Tarnung, falls die Polizei mal hier reinkommt. Es sind ja schon Praxen gestürmt worden. Da haben die geguckt, ob die Patienten die Masken aufgesetzt haben. Was ist denn Ihr Anliegen? Also, ich würde gerne... Von der Maske befreit werden, schon klar. Dann erklärt er mir, welche Erkrankungen sich besonders für eine Diagnose anbieten würden. Also, wenn Sie zum Beispiel Heuschnupfen haben und Mittel dagegen nehmen, dann wäre das schon mal ganz hilfreich. Also, ich weiß ja nicht, ob die Mittel gegen Heuschnupfen helfen, aber gegen die Maskenpflicht schon. Und Hausstauballergie, haben Sie die? Ja, die kann ich dann gerne haben. Mir wird schnell klar, ob wir wirklich diese Allergien haben oder nicht, ist ihm ziemlich egal. Was glauben Sie, woher das alles kommt mit dieser Pandemie? Na, wo das herkommt, steht doch hier auf meinem T-Shirt. Er dreht sich ein und zeigt auf die Aufschrift auf seinem T-Shirt. Gib Gates keine Chance. Dann drückt er uns die Maskenatteste in die Hand und verabschiedet uns. Wieder mit einem Handschlag. Wir sind überrascht, wie einfach alles ging. Also eigentlich können wir die jetzt wegschmeißen. Wir haben ja jetzt dieses Attest bekommen. Das ist echt
Also war eigentlich kein großes Problem. Ich hatte mir schon so ein bisschen geholfen, was man sagen könnte. Richtig. Also er hat Suggestivfragen gestellt, wie nachdem wird Ihnen schwarz vor Augen und denkst so, aha, ja. Und dann habe ich ja noch, hat er ja noch gesagt, ja, was passiert denn, wenn Sie die Maske tragen? Da habe ich ja noch gesagt, ihm wird immer schwarz vor Augen. Ja. Und dann hat er gesagt, das wollte ich hören. Das wollte ich hören, ja. Mit dieser Haltung nimmt der Arzt in Kauf, dass sich seine Patienten gesundheitlichen Risiken aussetzen. Und er selbst riskiert mit der Vergabe von Gefälligkeitsattesten im schlimmsten Fall den Verlust seiner Approbation. Davor scheint er keine Angst zu haben, denn er erzählt mir freimütig, dass derartige Atteste derzeit sein Hauptgeschäft seien. Doch auf meine offizielle Anfrage in seiner Praxis erhalte ich keine Antwort. Dafür finde ich aber auf seiner eigenen Webseite einen durch ihn verfassten offenen Brief an die Deutsche Bischofskonferenz, worin er erklärt: Alles, was wir jetzt erleben, ist von Gates und den von ihm abhängigen Organisationen und Regierungen von langer Hand geplant gewesen und es wurde immer wieder angekündigt. Auch Ihnen dürfte nicht entgangen sein, dass der impfbesessene Gates schon seit Jahren auf eine weltweite Pandemie hinarbeitet. Auch Manfred T. ist offenbar fest davon überzeugt, dass die Pandemie eine Täuschung sei, kreiert durch eine heimliche Elite. Überzeugungen, die das Gefühl auslösen, sich wehren zu müssen, zur Not auch gewaltsam, sagt Pia Lamberti. Das, was wir erleben, ist Wut. Und das macht ja in diesem Weltbild auch Sinn, ne? Also wenn man eben sieht oder denkt, dass Angela Merkel Flugzeuge fliegen lässt, die Gift versprühen, dann macht einen das wütend. Und das ist eben genau auch dieser Handlungsmoment, ne? Der Moment, der dann dazu führt, dass Menschen losziehen und 5G-Masten zerstören oder die Presse angreifen oder so, weil sie eben dieses Unheil kommen sehen in ihrer Wahrnehmung und dagegen angehen wollen. Das Netz wirkt dabei wie ein Superspreader für solche kruden Thesen. Die Impfung gegen Covid-19 sei keine Rettung, sondern die eigentliche Gefahr. 3.400 Kommentare in 2 Tagen, also gestern früh haben wir das hier online gesetzt. Also man sieht, das ist echt ein Thema, das die Leute bewegt. Während meiner Recherchen lerne ich die ehemalige Krankenschwester Sonja Gens auf Facebook kennen. Hier postet sie, dass sie sich auf keinen Fall impfen lassen will. Die Pandemie gibt es nicht. Mein Immunsystem schützt mich ohne Nebenwirkungen. Sie erklärt sich zu einem Gespräch bereit, über Videotelefonie, da sie in Spanien lebt. Damals erzählt sie mir, Corona sei eine harmlose Grippe, vor der man sich nicht fürchten muss. Hallo, Frau Gens. Sehr schön. Wunderbar. Guten Tag. Es gibt doch jeden Tag Zahlen vom RKI, vom Robert-Koch-Institut. Also heute sind auch wieder mehrere 100 Menschen gestorben an Corona. Was sagen Sie denn dazu? Das kann gar nicht sein. Die können gar nicht. Also es ist ja so, dass alles heute Corona ist. Wenn man einen Autounfall hat, dann ist man an Corona gestorben. Wenn man einen Herzinfarkt hat, ist man an Corona gestorben. Also es wird teilweise ja im Nachhinein getestet. Aber wie kommen Sie denn zu dieser Überzeugung? Man muss sich in den alternativen Medien mal umschauen, mal umhören. Da gibt es Zeugen. Es sind tatsächlich die Menschen, deren Angehörige verstorben sind dafür bezahlt worden, dass sie gesagt haben, der ist an Corona gestorben. Da gibt es ganz viele Berichte zu. Wenn Sie da mal forschen, werden Sie das auch rausfinden. Tatsächlich gibt es im Netz viele Berichte über eine angebliche Corona-Lügenprämie, allerdings ohne Beweise. Bei meinen Recherchen stoße ich auf ein Video vom Mai 2020, wo ein Lungenfachtherapeut diese Aussage verbreitet. Aktuell 7 Patienten, Zustand nach Corona, Zustand nach Covid-19. Wenn mir ein Patient erzählt, dass sein Bettnachbar verstorben ist und den Angehörigen Geld geboten wird, 5.000 €, dass die unterschreiben, dass er an Covid-19 verstorben ist, da hört auf! Der Physiotherapeut stellt seine Geschichte so dar, als habe er es selbst gesehen. Mir fällt es zunächst schwer, seine Aussagen einzuordnen. Doch eine einfache Internetrecherche zeigt, dass er sich die Geschichte wohl einfach ausgedacht hat. Der Klinikdirektor gibt mehreren Medien gegenüber an, dass das Krankenhaus eine Reha-Klinik sei, keine Akutklinik. Hier stürben keine Menschen. 4 Monate später will ich mit Sonja Gens darüber sprechen, ob sich ihr Bild geändert hat. Auf meine Nachrichten reagiert sie gar nicht mehr.
Doch ihr Facebook-Profil zeigt, ihre Meinung hat sich kaum geändert. Wegen der Verbreitung von Falschnachrichten werden einige ihrer Posts von Facebook gelöscht. Das Internet spielt offenbar eine große Rolle bei der Verbreitung von Verschwörungstheorien. Welche genau, das will ich später herausfinden. Wie ist Marlin in das Ganze reingezogen worden? Heute habe ich mich mit ihr in ihrer Wohnung verabredet. Ich möchte von ihr erfahren, warum sie sich bei Querdenken engagiert. Vor Corona, erzählt mir Marlin, lief der Job gut. Die Grafikdesignerin hatte Aufträge von mehreren Unternehmen. Ihre Arbeit war gefragt, ihre Zukunft vielversprechend. Doch dann kam Corona. Das kam schon ziemlich schnell, ja. Also meine Aufträge wurden storniert. Ich hatte ja bereits Aufträge, an denen ich gesessen habe. Und innerhalb von 2 Wochen waren die alle storniert. Und es kamen auch keine neuen mehr rein. Das war schon ein Schock. Ging ziemlich schnell. Und ich hätte nie gedacht, dass ich jemals ALG anmelden muss. Das ist mir schon sehr peinlich. Es kam ja alles auf einmal. Zum einen erstmal einzusehen, dass das Weltbild, was man bisher hatte, dass das einfach nicht mehr für einen funktioniert. Was hast du für ein Weltbild, das dann nicht mehr funktioniert vorher? Das ZDF-Weltbild, das alles ist gut, auch wenn die Politik Mist baut ohne Ende. Ich habe das Vertrauen in diese Regierung komplett verloren. Das ist schon in gewisser Weise auch schmerzhaft. Ich hatte eine 2- bis 3-wöchige Phase, in der ich erstmal über viel nachdenken musste, in der ich mich richtig verkrochen habe. Ich habe auch mit niemandem gesprochen, ich musste das alles erstmal verarbeiten. Und dann kam die Phase der Aktivität. Also ich bin mit Joel zusammen über die Zeil gelaufen, wir sind mit Plakaten, haben wir die Leute angesprochen. Joel ist Marlins Freund. Auch er wurde durch Corona arbeitslos und engagiert sich wie Marlin als Sprecher bei den Frankfurter Querdenkern. Deutlich länger beschäftigt er sich mit solchen Themen und setzt sich damit auseinander. Was alle eint, ist das Gefühl, Widerstandskämpfer zu sein gegen ein angeblich autoritäres Regime. So auch die Studentin Jana aus Kassel, die sich mit Sophie Scholl verglich. Während Sophie Scholl wegen ihrer Kritik zum Tode verurteilt wurde, verkündet Jana auf einer Bühne ohne Probleme ihre Meinung. Ja, hallo, ich bin Jana aus Kassel und ich fühle mich wie Sophie Scholl. Da ich seit Monaten aktiv im Widerstand bin, Reden halte, auf Demos gehe, Flyer verteile und auch seit gestern Versammlungen anmelde. Es ist nie eine besonders kluge Angelegenheit, sich mit einem Nationalhelden zu vergleichen. Keine kluge Angelegenheit? Ich finde, die Rede ist eine Verhöhnung von Sophie Scholl. Marlins Kritik kommt nur zögerlich und erst dann, als ich sie immer wieder darauf anspreche. Man kann die jetzige Situation unmöglich, insbesondere mit dem Endstadium des Dritten Reiches, vergleichen. Völlig andere Zustände. Es ist einfach nicht zu vergleichen. Wenigstens das räumt Marlin ein. Und wie sieht es mit der Situation heute aus, in Zeiten der Pandemie? Während es denjenigen, die jeden Tag Maske tragen und wirklich Angst davor haben, darum geht, ihre Liebsten vor diesem Virus zu beschützen, sehen wir die soziale Isolation. Wir sehen, was das mit den Menschen macht. Auf der anderen Seite behaupten erwachsene Menschen wiederholt, dass dunkle Mächte Chips in diese Impfflüssigkeiten machen. Das ist doch absurd. Ich persönlich versuche immer nur der Logik zu folgen. Es ergibt keinen Sinn, dass uns Chips in die Impfung reingetan werden, wenn ohnehin geplant ist, dass es eine digitale Identitätskarte geben wird, die ja auch irgendwann implantiert wird. Marlin ist mir immer noch ein Rätsel. Durchaus vernünftige Argumente werden abgelöst von irrwitzigsten Verschwörungsmythen. Dass es eine implantierte Identitätskarte geben soll, sowas habe ich noch nicht gehört. Warum komme ich mit solchen Informationen nicht in Kontakt? Das Surfverhalten im Internet spielt dabei eine große Rolle. Um genaueres herauszufinden, starte ich einen Versuch. Ich lege mir einen neuen Browser an und erstelle ein neues Konto auf YouTube. Damit hat YouTube noch keine persönlichen Daten über mich. Dann gebe ich folgende Frage ein. Wie gefährlich ist die Corona-Impfung? Prompt werde ich regelrecht mit Videos überflutet, die Angst vor den Impfungen machen.
In diesem Video geht es um die Risiken der Covid-19-Impfstoffe, die im Schnellverfahren zugelassen werden sollen. Clemens Awey bezeichnet sich als Biologe. Tatsächlich hat er Pflanzenwissenschaften studiert und publiziert Schriften zur Waldmedizin. Hat er überhaupt Ahnung von Impfungen? Klar ist, mit seinen Botschaften erreicht er seit Beginn der Pandemie ein Millionenpublikum. In der Seitenleiste erscheint jetzt ein Video des Mikrobiologen Sucharit Bhakdi, der Corona seit Beginn der Pandemie mit einer harmlosen Grippe vergleicht. Durch meine Klicks hat der YouTube-Algorithmus ein Profil meiner vermeintlichen Interessen erstellt und schon sitze ich inmitten eines Geflechts aus professionell produzierten Verschwörungsmythen. Wir werden nun zuerst aus dem zweiten Brief des Erzbischofs zitieren. Ein globales Projekt namens The Great Reset ist im Gange. Zitat: Er ist entworfen von einer globalen Elite, die die gesamte Menschheit unterdrücken will, indem sie Zwangsmaßnahmen ergreift, die die Freiheit des Einzelnen und der allgemeinen Bevölkerung radikal einschränken. Es geht um die neue Weltwirtschaftsordnung. Great Reset, davon hatte mir auch Marlin erzählt. Für sie und viele Querdenker ist es die Verschwörungserzählung schlechthin. Aber was hat es damit wirklich auf sich? Im Netz stoße ich auf ein Video der Frankfurter Querdenker, in dem unter anderem vom Great Reset die Rede ist. What we will see now is a unique opportunity to reset our global agenda. Der Mann, der hier zu sehen ist, scheint wohl der Hauptverschwörer zu sein. Sein Name ist Klaus Schwab. Professor Schwab ist Chef des World Economic Forums, also des Weltwirtschaftsforums. Das ist allerdings kein düsterer Geheimbund, sondern eine Initiative von Wissenschaftlern, Politikern und Journalisten, die einmal jährlich im schweizerischen Davos zusammenkommen. Das Treffen dient dabei ausschließlich der Diskussion und hat keinerlei politische Entscheidungsbefugnisse. Es geht neben Wirtschafts- und Sozialpolitik regelmäßig auch um Fragen der globalen Gesundheits- und Umweltpolitik. So auch im Pandemiejahr 2020. In einem Film des Forums mit dem Titel The Great Reset geht es darum, wie die Welt nach Ende der Pandemie gerechter und ökologisch nachhaltiger gestaltet werden kann. Ich sehe die Notwendigkeit eines Dialogs und die Notwendigkeit zu handeln, die Notwendigkeit für einen großen Neustart. Ich erfahre, der Great Reset, er ist kein Plan zur Weltherrschaft, sondern die Idee einer gerechteren Welt. Verschwörungsmythen hatten schon immer eine gewisse Anziehungskraft. Doch was bringt Menschen dazu, sie zu glauben? An der Uni Bamberg läuft gerade eine wahrnehmungspsychologische Studie zu Verschwörungsmythen und Fake News. Die Psychologen hier untersuchen, welche konkreten Methoden die Narrative glaubwürdig machen. Ich werde heute daran teilnehmen. Ich weiß ja schon so ein bisschen was über das Thema, aber ja, wenn es darum geht, mich selbst einzuschätzen, habe ich das Gefühl, dass ich eigentlich doch relativ gut informiert bin. Ich bin gespannt, was mich gleich erwartet. Sie werden jetzt im Folgenden ein Video sehen, das ist so ungefähr 6 Minuten lang. Okay. Und währenddessen würde ich Sie bitten, tatsächlich eine Eingabe zu machen. Wenn ich die Passagen für glaubwürdig halte, soll ich den Regler nach oben schieben und wenn für unglaubwürdig nach unten. Das erste Video zeigt den Vegankoch Attila Hildmann, der wegen seiner rechtsradikalen Verschwörungstheorien häufig aufgefallen ist. Mittlerweile wird er wegen Volksverhetzung per Haftbefehl gesucht. Er warnt seine Anhänger: Sie werden jetzt ihre Militärdiktatur errichten. Sie haben seit 8 Monaten immer weiter aufgedreht, sodass sie jetzt sogar den Menschen das freie Atmen am öffentlichen Platz verbieten. Also für mich ist er sehr unglaubwürdig, muss ich sagen. Hildmann wirkt auf mich verblendet, vor allem wegen seiner extremen Beispiele. Ich finde ihn auch aggressiv und das macht ihn sehr unsympathisch. Dennoch, bei einer Geschichte höre ich ihm genauer zu, als er von einem Skiurlaub in Davos während des Weltwirtschaftsgipfels erzählt. Und am nächsten Tag ist mein Vater gestorben an einem Herzinfarkt nach dem Skifahren. Und er konnte nicht gerettet werden, weil diese ganzen Finanzterroristen da dieses WRF abgehalten haben und der Krankenwagen nicht mehr durchgekommen ist. An dieser Stelle geht mein Regler nach oben.
Ich glaube Hildmann, dass sein Vater deshalb gestorben ist. Mir fällt zunächst gar nicht auf, dass diese Geschichte erstens gar nicht zu überprüfen ist, zweitens in keinem Zusammenhang steht. Das ist tatsächlich eine gefährliche Technik, die eingesetzt wird, dass eben wirklich über ein persönliches Schicksal gesprochen wird. Daran ist nicht zu zweifeln, das ist glaubwürdig. Einer, der diese Technik bewusst oder unbewusst besonders gut beherrscht, ist Bodo Schiffmann. Seine Berichte klingen öfter so, als kämen sie aus erster Hand. Mein Vater schreibt mir heute Morgen, dass sein Sohn im Sportunterricht gezwungen wird, eine Maske zu tragen, und er darf seine Brille nicht tragen, damit diese Maske besser sitzt. Die Brille hat 6,5 Dioptrien. Das Kind ist damit blind. Da ich selbst Kinder habe, kann ich mich in diese Geschichte gut hineinfühlen und bekomme Mitleid mit dem Kind. Wenn auch nicht in jedem Punkt, Bodo Schiffmann kann mich damit erreichen. Wenn ihr schon eure Kinder aus Angst vor irgendwelchen Strafzetteln diesen Fetzen im Gesicht tragen lasst, dann nehmt einen, durch den die Kinder ohne Atemwegswiderstand durchatmen können. Ich denke plötzlich auch, muss man Kinder so radikal zum Maske tragen zwingen? Ob die Geschichte stimmt, frage ich mich gar nicht. Ich komme auch gar nicht dazu, auch weil Schiffmann hinterher mit sehr vielen neuen Informationen kommt. Es wird tatsächlich auch damit gespielt, dass sehr, sehr viele Fakten ganz schnell, bam, 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 hintereinander kommen. Und in dem Moment, wo Sie irgendwann nicht mehr durchblicken, merken Sie aber trotzdem eines: Zum Schluss ist der Herr, der eben hier redet, trotzdem ein Arzt. Der ist ein Fachmann. Personen wie Bodo Schiffmann und Attila Hildmann, beide schüren in ihren Videos auch immer wieder Hass auf bestimmte Politiker oder Persönlichkeiten, wie Bill Gates oder Angela Merkel. Angeblich gehören sie zu den dunklen Mächten, die uns beherrschen wollen. Aber woher kommen die Feindbilder und die Wut auf eine angeblich übermächtige Wirtschaftselite? Spielen politisches Versagen wie das Impfdebakel oder die CDU-Maskenaffäre hier mit rein? Im Grunde, sagt Sozialpsychologin Pia Lamberti, würden in diesen Kreisen alle Aussagen immer so gedreht, wie sie für den Aufbau der Verschwörungsszenarien dienlich seien. Da ist halt schon ganz oft ist so tief das Misstrauen gegenüber der Politik, dass es gar nicht mehr um realpolitische Auseinandersetzungen geht, ne? Oder Diskussionen. Es wird nicht mehr nach Lösungen gesucht, sondern man hat ja auch eine Identitätsfunktion, die mit dem Verschwörungsglauben einhergeht. Ich glaube, dass es vor allem wichtig ist, dass sich die Politik vorbildlich verhält, um sich auch nichts vorwerfen lassen zu können, um nicht nochmal einen zusätzlichen Nährboden zu bieten. Ich habe mich mit Marlin auf einer weiteren Querdenker-Demo verabredet. Doch die wurde kurzfristig verboten. Dennoch haben sich Marlin und hunderte Pandemieleugner getroffen, um zu demonstrieren. Und das, obwohl sich die Infektionslage mittlerweile verschärft hat. Warum tun diese Menschen das? Entschuldigung, darf ich Sie mal was fragen? Wir sind vom Hessischen Rundfunk. Nee, dürfen Sie mich nicht fragen. Warum darf ich Sie nicht fragen? Weil Sie nur Lügen verbreiten. Wir kennen uns doch gar nicht. Nein, ich kenne aber Ihre Presse und das, was seit Monaten kommt, das ist Woher lauter. kennen Sie meine Presse? Also es ist ja nicht meine Presse, ich bin Journalist. Mainstream ist lauter Lügenkram und mit Ihnen unterhalte ich mich deswegen. Wie kommen Sie da drauf? Wie ich darauf komme, weil Sie lauter Angst und Panik verbreiten. Seit einem Dreivierteljahr. Ich persönlich? Warum gehen Sie nicht weg? Nein? Sie hat Nein gesagt. Ob Sie persönlich, Sie sagten, Sie sind vom Hessischen Rundfunk. Ja, und der klar. Hessische Rundfunk verbreitet seit einem Dreivierteljahr Lügen und deswegen unterhalte ich mich. Welche Lüge zum Beispiel? Diese ganze Pandemie- und Angstlüge. Sie sind doch hier, um Ihre Meinung zu sagen. Ich möchte nur wissen, was Sie bewegt. Was Sie bewegt, hier zu demonstrieren. Sie sollten sich schämen, so zu flüchten, wie Sie schon seit einem Dreivierteljahr flüchten. Journalisten als Feindbild, eine gefährliche Entwicklung, findet Katharina Nokun. Insbesondere Verschwörungserzählungen über die Medienlandschaft werden aus meiner Sicht gravierend unterschätzt, wenn es darum geht, was für Folgen sie für eine Demokratie haben können. In einer Demokratie hat eine freie, unabhängige Presse die Aufgabe, den Mächtigen auf die Finger zu schauen. Und wenn jetzt einzelne Akteure hingehen und seriöse Medien als Fake News beschimpfen, kann dazu führen, dass Menschen offensichtlichen Quatsch glauben, ja? Weil sie einfach auch nicht mehr seriösen Medien vertrauen. Auch Marlin hält die klassischen Medien und deren Berichterstattung für unseriös.
Deshalb glaubt sie auch nicht, dass sich die Pandemie durch die Demo ausbreiten kann. Du hast heute jetzt nicht so die Bedenken, dass das negative Folgen haben könnte, dass das möglicherweise dann auch Menschen das Leben kosten könnte. Also die Gefahr siehst du persönlich nicht erstmal. Wenn jetzt hier das absolute Chaos ausbrechen würde und es würde die schlimmste Pandemie aller Zeiten über uns kommen, da wäre ich bestimmt die Erste, die auch daheim bleiben würde. Aber das ist ja nie eingetreten. Sind die über 2,7 Millionen Corona-Toten weltweit harmlos? Oder das Zusammenbrechen der Gesundheitsversorgung in Italien? In diesen Zeiten Massenproteste zu organisieren, wirkt für mich zynisch. Marlin sieht das anders. Man hat es uns ja versucht, mehrfach nachzuweisen, anzudichten, dass unsere Events Superspreader-Events seien. Man hat es nie geschafft. Mittlerweile zeigt eine Studie des ZEW Mannheim und der Berliner Humboldt-Uni, dass allein 2 Querdenker-Demos in Berlin und Leipzig für ca. 20.000 Neuinfektionen verantwortlich waren. Wie viele es an diesem Tag in Frankfurt waren, das weiß niemand. Es ist Mitte Januar. Ich will mich mit Marlin noch einmal zu einem Dreh verabreden, doch Marlin will nicht mehr. Sie wirkt verunsichert am Telefon, erzählt mir, dass Michael Ballweg, der Gründer der Querdenkenbewegung, dazu aufruft, sich zurückzuhalten mit Protesten. Auf dem Messenger-Dienst Telegram, den viele Corona-Leugner benutzen, gibt Marlin im Februar ihren Ausstieg aus der Frankfurter Querdenkergruppe bekannt. Gleichzeitig aber postet sie weiter Artikel und Videos von Pandemieleugnern. Ihrem Verschwörungsglauben bleibt sie treu. Für Katharina Nokun ist dieses Verhalten nicht überraschend. In dem Moment, wo Menschen sich sehr stark für etwas committen, dass sie beispielsweise auch ihren Job wechseln, dass sie gegenüber von Freunden, Arbeitskollegen auch verkünden, dass sie diese neue Wahrheit gefunden haben, je stärker sie sich an diese Verschwörungserzählungen binden, desto schwieriger wird es, sich einzugestehen, dass man falsch gelegen hat. Ein halbes Jahr sind wir eingetaucht in die Welt von Corona-Leugnern, Impfgegnern und Verschwörungsverbreitern. Was wir bei unserer Recherche herausfinden wollten, wie die Menschen ins Netz der Verschwörer kommen. Ich finde es besorgniserregend zu sehen, wie Menschen ins Netz der Verschwörer gezogen werden und welche perfiden und hochprofessionellen Methoden dabei Anwendung finden. Es erschreckt mich zu sehen, dass dabei Angst und Panik geschürt wird vor Dingen, die eigentlich unsere Gesundheit schützen sollen. Und wie schwer es offenbar ist, aus diesem Netz wieder herauszukommen. Ich habe gelernt, dass Corona vielen Menschen die Orientierung genommen hat. Der Feind ein unsichtbares Virus. Und genau das haben Verschwörungserzähler und Scharlatane genutzt. Und sie nutzen es weiter. Auch im März 2021, 6 Monate nach Beginn unserer Recherche, sorgen sie wie hier in Kassel für Verunsicherung und schüren bei denen, die ihre Lügen glauben, weiter Angst, Misstrauen und Hass.